Hallo, irgendwie ist es ultra lange her, dass ich euch das letzte Mal meine aktuellen Favoriten gezeigt habe. Also das letzte Mal waren die Jahresfavoriten 2014 und deswegen dachte ich mir, heute zeige ich euch mal meine aktuellen Lieblinge und zwar diesmal aus verschiedenen Kategorien, also Mode, Beauty und so Lifestyle, also Essen und ja, eine Serie zeige ich euch. So nenne ich euch nachher mal. Und ich fange als allererstes mal mit dem Modeteil an. Und da habe ich in den letzten 2 Monaten super gerne die Lederleggings getragen. Die habe ich schon mal in einem Outfit-Video angehabt. Das ist jetzt eine von H&M. Habe ich schon länger her, dass ich die gekauft habe. Aber ich verlinke euch in der Infobox auf jeden Fall mal ein paar Alternativen, weil es gibt immer irgendwo eine Lederleggings. Und da gibt es auch coole Varianten, vor allem bei ASOS. Und wie gesagt, da verlinke ich euch welche. Das ist jetzt meine hier. Eine stinknormale Lederleggings, die aber hier noch so ein paar Nähte hat, die aber nicht weiter auffallen. Und die sitzt auf jeden Fall ultra gut. Und das Coole bei Lederleggings ist einfach, dass sie jedes Outfit irgendwie aufwerten. Und es ist halt ein super gutes Basic, was man haben kann. Und man kann auch gut Basics dazu kombinieren. Also sei es jetzt nur ein weißes T-Shirt dazu und schon sieht es halt irgendwie cool aus. Oder jetzt im Winter hatte ich ganz oft irgendwelche Pullover an. Ein navyblauer Pullover oder ein beiger Pullover. Alles hat dazu ganz gut gepasst und es hat halt das Outfit gleich nochmal zu was Besonderem gemacht. Also es sah so aus, als hätte man sich mehr Gedanken gemacht, als man es eigentlich getan hat. Und deswegen ist eine Lederleggings auf jeden Fall Favorit gewesen und auch weiterhin, glaube ich. Also es ist generell ganz gut für so kältere Tage, weil ich finde, im Sommer schwitzt man da eher zu Tode, auch wenn es trotzdem cool aussieht. Aber ja, für die Jahreszeit sind die Temperaturen, die aktuell herrschen, das ist echt ideal. Als nächstes Kleidungsstück habe ich wieder eine Leggings, aber diesmal eine Sport-Leggings und diese hier ist von Nike. Und mal abgesehen davon, dass sie funktional sein soll, sieht sie einfach super cool aus. Also ich finde das Muster super cool, dieses schwarz-weiße grafische Muster. Und das Schöne dabei ist noch, dass sie an den Kniekehlen so einen halbtransparenten Stoff hat und auch hier an der Seite hin. Also das macht einfach nur ein super cooles Bein irgendwie. Sieht interessant aus und einfach cool. Also was diese Leggings zu meinen aktuellen Favoriten macht, ist zum einen das schöne Aussehen und das ist bei uns Frauen ja eigentlich ganz besonders wichtig irgendwie, dass Sportklamotten cool aussehen und zum anderen aber auch generell, dass wir, also Desi und ich, dieses Jahr schon relativ häufig laufen gewesen sind oder ich war mit meinem Freund auch laufen und da hatte ich dann unter anderem diese Leggings ganz, ganz gerne an und ja, deswegen ein aktueller Favorit, aber auch stellvertretend zum Laufen allgemein. So, als nächstes kommt die Sektion Beauty und da zeige ich euch als aktuellen Favoriten ein Parfum. Und zwar ist das dieses Parfum von Byredo in der Duftrichtung Green. Und dieses Flakon habe ich von meinem Freund zu Weihnachten bekommen und ich habe es mir echt schon ultra lange gewünscht. Also ich bin immer zum KaDeWe an dem Byredo-Counter vorbeigelaufen und habe immer wieder erstmal alle Duftrichtungen durchgerochen und bin halt immer irgendwie bei diesem Duft hängen geblieben, weil der so ganz besonders ist. Also Green deutet es schon ganz gut an. Es riecht so sanft grün irgendwie und sehr, sehr pudrig gleichzeitig und frisch. Und einer von den Noten, die enthalten sind, ist zum Beispiel Jasmin oder Veilchen und Moschus, aber auch und Mandeln. Also es hat halt dieses blumig-frische, aber auch so sehr ja, sinnliche, sanfte, pudrige. Und ich finde, der Duft ist auch sehr lange wahrnehmbar. Also es ist auch ein Eau de Parfum, das heißt, ich muss nicht irgendwie ultra oft nachsprühen, damit ich den noch riechen kann. Und Byredo Parfums sind einfach auch sehr schön einzigartig, sehr speziell, teilweise auch Unisex. Und ja, da sind so richtig schöne Düfte dabei, also nicht nur dieser Duft. Und ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes und ich bin super glücklich, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe und trage es momentan einfach auch super gern. Dann habe ich noch einen Favoriten aus dem Beauty-Segment und zwar eine Bodylotion und zwar das Paula's Choice Resist Weightless Body Treatment mit Salicylsäure und das ist sehr, sehr gut momentan gerade im Winter, wenn man diese kleinen Pickelchen gerade am Oberschenkel hat. Also die bekommt man, glaube ich, entweder vom Rasieren oder vom Epilieren oder auch wenn man dann auch immer nur sehr enge Sachen trägt, also zum Beispiel draußen immer eine Skinny Jeans und zu Hause immer eine Leggings, dann kriegt man halt sehr schnell diese Pickelchen und Unebenheiten oder auch eingewachsene Haare. Und das ist ein Produkt, was dagegen sehr, sehr gut hilft. Und meine Schwester hat es bereits schon vor mir benutzt und bei ihr sind fast sofort diese Pickelchen weggegangen und auch bei mir hat sich das dann deutlich verbessert. Also wer dieses kleine Problem im Winter hat, für den ist dieses Produkt bestimmt sehr, sehr interessant. Ich habe auch gelesen, dass es sogar gegen richtige
Reibeisenhaut helfen soll, also so auch so, ja, so diese roten Pickelchen. Ja, also das ist eben so ein Peeling, was gegen dieses Problem ganz, ganz gut hilft. Und deswegen sollte man aber auch im Sommer, weil es eben Salicylsäure enthält, unbedingt einen Lichtschutzfaktor benutzen. Aber ja, das ist echt ein super interessantes Produkt. Habe ich so noch nie gesehen eigentlich, so als Bodylotion. Also man kennt es zwar für Gesichtsprodukte oder als Gesichtsprodukte, aber so als Bodylotion habe ich das noch gar nicht gesehen. Sollte man mal ausprobieren. Dann habe ich als nächsten Favoriten etwas, was man essen kann. Und da bin ich seit ein paar Wochen total süchtig geworden nach dem Zwieback von Brandt. Also viele von euch kennen das, und ich kenne das eigentlich sonst auch nur von Zeiten, wo man irgendwie krank war, Fieber hatte oder so, und dann hat man irgendwie immer Zwieback gegessen. Also jedenfalls war das bei uns so. Ja, kennen vielleicht einige von euch, das sind diese doppelt getoasteten Brotdinger irgendwie, die aber ultra süß schmecken irgendwie und einfach super gut sind so zum, ja, für zwischendurch irgendwie was knabbern, finde ich. Also irgendwie bin ich so richtig süchtig geworden. Ich weiß gar nicht mal so richtig warum. Also, hat auch vielleicht so ein Nostalgiegefühl bei mir hervorgerufen. Aber ich finde die ultra lecker. Wie gesagt, da ist aber auch relativ viel Zucker drin, glaube ich. Aber schmeckt mir super gut und finde ich irgendwie total gut momentan. Und dann habe ich als allerletzten Favoriten noch eine Serie, und zwar heißt sie The Fall, und das ist eine Krimi-Drama-Serie, die in Nordirland spielt, und da geht es hauptsächlich um einen Serienmörder, dessen Morde und wie die Polizei versucht, diese so aufzudecken und alles, was so drumherum passiert noch. Und das ist eine super gut gemachte Serie, finde ich. Also sehr, sehr authentisch, gute schauspielerische Leistung, finde ich. Vor allem die Hauptkommissarin finde ich super überzeugend, und der Serienmörder wird von Jamie Dornan gespielt, und den kennen viele von euch eher von 50 Shades of Grey, denke ich mal. Also irgendwie auch so ein bisschen Eye-Candy in der Serie, auch zwar in einem komischen Kontext, aber das mal dazu. Und ja, insgesamt, wie gesagt, die Serie ist super gut gemacht, intensiv, sehr, sehr spannend, ein bisschen verstörend manchmal, aber irgendwie nicht so verstörend wie Hannibal. Haben das vielleicht schon mal welche von euch gesehen? Also da habe ich ein paar Folgen gesehen, aber konnte irgendwie nicht weitergucken, weil A, kam ich irgendwie nicht so richtig mit irgendwie von der Handlung irgendwie, und es war halt irgendwie auch einfach teilweise ein bisschen zu komisch für mich, für meinen Geschmack. Und The Fall ist zwar auch vielleicht nicht für jeden was, aber es hat irgendwie mehr einen roten Faden, finde ich, und man kann es besser folgen. Es ist trotzdem super, super spannend. Und ja, also wer auf sowas steht, sollte sich diese Serie mal angucken. Ich fand sie auf jeden Fall ultra gut. Also sie hat halt leider nur 11 Episoden, aber es wird gemunkelt, ob es noch eine dritte Staffel gibt. Mal sehen. Ich hoffe es sehr. Und ja, damit sind wir auch durch mit meinen aktuellen Favoriten. Es war so ein kleiner Mix aus allem irgendwie. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!